Es war kurz nach Sonnenaufgang und blassgelbes Sonnenlicht breitete sich über den ausgedörrten Feldern am Rande des Masai Mara Reservats in Kenia aus. Meraya, eine begeisterte Naturschützerin, sucht in der Gegend nach Anzeichen von Wildtieren. Die trockene Hitze machte die Luft dick, große, fleckige Risse zogen sich über den trockenen Boden. Plötzlich hielten ihre Schritte inne, als sie einen kleinen Schatten sah, der sich an die verlassene Becksteinmauer kauerte. Es war ein mageres Löwenjunges mit struppigem Fell und stumpfen Augen vor Erschöpfung. Auf seinem Rücken befand sich eine große, leuchtend rote Wunde mit abblätternder Haut und fleckigem Haarausfall wie die Überreste eines Albtraums. Der Körper zitterte, doch die Augen blickten den Fremden noch immer mit Wachsamkeit an, gemischt mit instinktiver Angst. Von seiner Mutter war keine Spur zu sehen und um ihn herum hörte er das Pfeifen des Windes durch das trockene, verdorrte Gras. Meraya näherte sich langsam und hielt einen Sicherheitsabstand ein, um den Löwen nicht zu verscheuchen. Eine Welle des Mitleids durchströmte sie und sie wusste, dass sie dieses kleine Leben nicht aufgeben konnte. Meraya kniete langsam nieder und rief leise mit der tiefsten Stimme, die sie aufbringen konnte. Das Löwenjunge wich zurück und drückte seinen Rücken gegen die Wand, als suchte es den letzten Schutz in dieser rauen Welt. Sie öffnete ihren Rucksack und holte eine Flasche kaltes Wasser und ein weiches, sauberes weißes Handtuch heraus. Sie legte das Tuch auf den Boden und schob es ihm als harmlose Begrüßung zu. Er neigte den Kopf, blinzelte ein paar Mal und roch den neuen Stoff und die ungewohnte Wärme. Meraya streckte ihre Hand langsam nach vorne und machte dabei absolut keine plötzlichen Bewegungen. Das grelle Sonnenlicht legte jede einzelne Rippe frei, die unter der dünnen, empfindlichen Haut hervortrat. Das Löwenjunge leckte sich die trockenen Lippen, sein Blick richtete sich mit unverhohlener Sehnsucht auf den Wasserkrug. Meraya goss etwas Wasser in den Flaschendeckel, stellte ihn vorsichtig vor sich auf den Boden und trat ein paar Schritte zurück. Ein paar Sekunden des Zögerns vergingen, er senkte den Kopf und trank kleine Schlucke, sein Blick war sanfter als zuvor. Meraya lächelte erleichtert, als sie merkte, dass die Angstbarriere langsam verschwand. Sie zog schnell ihr Walkie-Talkie heraus und rief das Tierrettungsteam der Masai Mara zur Nothilfe an. Das Spezialfahrzeug des Rettungsteams erschien mit 2 erfahrenen Tierärzten an Bord. Sie näherten sich, einer von ihnen beugte sich vorsichtig hinunter, um die schwerende Wunde auf seinem Rücken zu untersuchen. Um ihm zu helfen, sich zu entspannen und die Situation besser zu ertragen, wurde ihm sofort eine Dosis Schmerzmittel gespritzt. Das Löwenjunge lag still da, seine Augen waren noch immer auf Meraya gerichtet, als suchte es nach vertrauter Sicherheit. Sie legten ihn vorsichtig in einen Spezialkäfig, der mit einem weichen Tuch ausgekleidet und gründlich desinfiziert war. Die Käfigtür schloss sich, das Auto rollte von der verlassenen Becksteinmauer weg. Meraya saß neben ihm und folgte ihm jede Sekunde mit den Augen, als hätte sie Angst, ihn zu verlieren. Vor dem Glasfenster erstreckten sich endlose trockene, verbrannte Graslandschaften unter der sengenden Sonne. Im Auto sorgten das Geräusch der Klimaanlage und der Geruch von Desinfektionsmittel für eine angespannte Atmosphäre. Im Tierheim wurde er sofort in einen ruhigen und sauberen Isolierraum verlegt. Sanfte Beleuchtung und kühle Fliesenböden tragen dazu bei, dass er sich nach einer langen, anstrengenden Reise weniger unwohl fühlt. Er wurde auf den Tierarzttisch gelegt, alle Behandlungsinstrumente waren für den Behandlungsbeginn bereit. Meraya blieb an seiner Seite und ließ ihn keinen Moment aus den Augen. Die Ärzte begannen, die Wunde mit einer speziellen antiseptischen Lösung zu reinigen, um die Ausbreitung der Infektion zu verhindern. Um den Heilungsprozess besser beobachten zu können, wird das Fell rund um die Wunde rasiert. Sie wechselten Verbände, spritzten Antibiotika und verabreichten intravenös Flüssigkeiten, um die erschöpfte Energie wiederherzustellen. Meraya kommt jeden Morgen ins Zentrum und bringt geeignetes und nahrhaftes Essen mit. Die erste Mahlzeit besteht aus einem dünnen Hackfleischbrei, der leicht zu schlucken ist und viel Energie enthält, um die körperliche Kraft wiederherzustellen. Er aß langsam, ließ aber keinen Bissen aus, als hätte er Angst, seine Überlebenschance zu verlieren. Jeden Tag spricht Meraya mit ihrem Hund, um ein Gefühl der Sicherheit und Verbundenheit zu schaffen. Die Wunde trocknete allmählich und am Rand der Narbe begannen dünne neue Haare zu wachsen.
Seine Augen hellten sich allmählich auf und der anfänglich trübe Blick wurde schwächer. Er begann aufzustehen, sein Gang war unsicher, aber mit jedem Versuch sicherer. Die Ärzte waren erfreut, dass die Genesungsrate die ursprünglichen Prognosen weit übertraf. Meraya nannte ihn Kito, was auf Suaheli klein bedeutet. Kito erkannte Meraya schon von weitem und rief ihr jedes Mal einen Gruß zu, wenn sie den Raum betrat. Das Vertrauensverhältnis zwischen Mensch und Tier ist stark geworden und eröffnet den nächsten Schritt. Kito wurde in ein großes Außengehege gebracht, das die natürliche Umgebung der Masai Mara simuliert. Das Gebiet hat Bäume, Gras, Hügel und viel Platz zum Herumlaufen. Die Mitarbeiter verstecken an verschiedenen Orten Futter, damit Kito seine Such- und Jagdfähigkeiten üben kann. Anfangs war er tollpatschig und brauchte lange, um Futter zu finden. Doch schon nach wenigen Wochen war der Jagdinstinkt deutlich zurückgekehrt. Kitos Körper war straff, sein Fell glänzte allmählich im Morgensonnenlicht. Meraya reduziert den Kontakt, damit Kito lernen kann, unabhängig zu sein und die Abhängigkeit von Menschen zu vermeiden. Überwachungskameras zeichneten auf, dass Kito wusste, dass er sich von potenziell gefährlichen Arten fernhalten sollte. Er weiß auch, wie man bei heißer Sonne Schatten findet und wie man aus natürlichen Pfützen Wasser holt. Die Ranger schätzten, dass Kito fit genug sei, um in der Wildnis zu überleben. Um Kito in die Graslandschaft der Masai Mara freizulassen, wurde ein besonderer Tag gewählt. Meraya bereitete sich mental auf den unvermeidlichen Moment der Trennung vor. Das Rettungsfahrzeug brachte Kito zu einer weitläufigen Graslandschaft, weit entfernt von Wohngebieten und überfüllten Touristengebieten. Der Wind trug den Duft von frischem Gras und feuchter Erde nach dem Regen der letzten Nacht und wehte ihm ins Gesicht. Die Käfigtür öffnete sich, Kito stieg langsam aus und atmete tief die frische Luft der Freiheit ein. Er stand einige Sekunden still und drehte den Kopf, um Meraya mit einem unvergesslichen, tiefen Blick anzusehen. Dieser Blick enthielt sowohl Dankbarkeit als auch eine anhaltende Nostalgie, die schwer in Worte zu fassen war. Dann wandte er sich ab und verschmolz mit dem endlosen Gelb der wilden Graslandschaft. Meraya sah zu, bis die kleine Gestalt hinter den Hügeln in der Ferne verschwand. Das Zwitschern der Vögel und das Rauschen des Windes waren wie ein sanfter, herzlicher Abschied. Für Kito beginnt eine neue Reise, bei der die Natur sein wahres Zuhause ist. Meraya kehrt zum Rettungszentrum zurück und setzt ihre Mission fort, andere gefährdete Lebewesen zu retten. Jedes Mal, wenn sie an Kito denkt, lächelt sie, weil sie das Richtige und Sinnvolle getan hat. Sie glaubt, dass jedes gerettete Leben ein kostbares Stück Hoffnung ist. Liebe und Geduld verwandelten ein Leben am Rande des Todes in eine Geschichte der vollständigen Rückkehr.